Das ist ein Anhänger, so viel kann ich euch verraten. Wir werden mal nicht die Katze aus dem Sack lassen, aber das ist Ingenieurskunst made in Germany. Und das Ganze kennt man ja von den Asiaten, die ja sowas bauen, zweistöckig, dreistöckig oder keine Ahnung, was man so im Internet sieht. Aber dieses Teil hier hat eine Truma Gasheizung mit drin, hat unglaublich viele Gimmicks mit drin, die wir gleich mal sehen werden. Es ist ein ganz normaler Anhänger und was gleich draus wird, das könnt ihr nicht glauben, ja, denn die Leute sind unglaublich, es stehen hier Trauben drin. Jeder will probieren, jeder macht, was da drunter ist und so weiter. Und was halt richtig cool ist hier an dem Teil, es ist zunächst mal überhaupt nicht, ich sag mal, als Wohnmöglichkeit zu erkennen, oder? Wir sehen keine Scheibe, wir sehen eigentlich nur 2 Luken. So, die Leute, wenn man da jetzt nichts draufschreiben würde, da ist jetzt ein bisschen Werbung von euch drauf, icc-offroad.de. Man könnte auch zum Beispiel irgendwas draufschreiben, was ganz unverfänglich wäre. Zum Beispiel Stadtreinigung Saarland. Genau. Oder Forstbetrieb. Oder Forstbetrieb oder irgendwas anderes. Das heißt, man würde es nicht sehen. Es könnte auch ein Verkaufswagen sein. Für Mojitos, ja? Genau, für Mojitos oder irgendwas. Aber zunächst würdest du nicht drauf kommen, dass du sagst, da ist irgendwas drin. Und wenn du was Unverfängliches draufschreibst, dass die Leute wissen, da ist eh nichts drin, dann kommt doch keiner auf die Idee, das direkt mitzunehmen, oder? Genau das haben wir vorgehabt. So, du hast Hubstützen mit drin? Die stützen ab. Ja. Wir haben einmal hinten 2 und dann vorne das Bugrad. Und ausnivellieren können wir mit dem Fahrwerk. Sehr schön. So. Warte mal ganz kurz, wenn du mal gerade zu mir kommst, wir gehen mal gerade drum rum. Das ganze LED-Lampen hinten drin, Rücklichter, das ist ein Prototyp? Das ist auch ein Prototyp. Prototyp. Vom Flip 90 Anhänger. Vom Flip 90, so. Das ist ein Flip 90 Anhänger. Das Besondere, warum der Flip heißt, das werden wir gleich verraten. Wir haben noch ein anderes Produkt gezeigt. Das ist eine Kabine für ein Pickup. Und da gibt es ein eigenes Video zu. Das werden wir euch gleich nochmal am Ende des Videos zeigen, wie das geht. Und ja, das sieht relativ klein aus, die Länge. Die Länge sind ca. 3,20 Meter. Jetzt? Jetzt. Okay. Im unausgeklappten Zustand. Im unausgeklappten Zustand. 1,1 Tonnen. So, der war eben ausgeklappt und jetzt passiert was ganz Wunderbares. Die Leute sind auf einmal weg, ja, weil jetzt ist er gar nicht mehr spannend, merkst du? Und die Leute stehen davor, die wissen gar nicht, was das sein soll und so weiter. Was ist zu tun, um ihn wohnbar zu machen, bewohnbar? Also in dem Undercover-Modus, so wie er jetzt ist, brauchen wir gar nichts machen, außer eine Klappe auf. Zeig mal. Das heißt, man kann drin wohnen? Man kann drin wohnen, ohne dass man ihn aufklappt. Okay, bitte. Das liegt daran, dass der Anhänger genau um dieses Teil länger ist als der Pickup. Okay. Und das zeigen wir einmal. Das heißt, du kannst jetzt einsteigen. Du kannst jetzt... Nee. Oh mein Gott. Das heißt, du kannst auf der Autobahnraststätte ganz... Einfach, man muss noch nicht mal abhängen. Oh, wow. Ich kann das auch einmal vorführen. Bitte, mach mal. Ist ja super. Ich gehe jetzt hier einfach rein. Ich kann mich nicht satt daran sehen. Das ist der Das Undercover-Modus. ist der Undercover-Modus, weil jetzt sieht man wirklich gar nichts. Und du kannst die Küche noch benutzen, Ich kann alles benutzen, außer die Dusche. außer die Dusche. Wow. Wow, Also ich komm an meinen Kühlschrank ran. Ja. Da ist mein Kocher, meine Spüle. Ich habe hier meine Filztaschen zum Stauen. Die kann ich einmal entriegeln, dann komme ich an die ran. Was ziemlich genial ist, du hast kein Fenster. Ich habe kein Fenster. Ja, das ist gut. Denn das ist nämlich das, was ganz viele Leute haben möchten, dass man gar nicht sieht, was das hier ist. Ja, das ist interessant. Für Undercover. Du hast einen Notausgang mit dabei, du hast eine Trittstufe dabei, dass du rauskommst. Das ist nämlich der Gaskasten. Und es gibt natürlich auch eine End- und B-Lüftung. Hast du daran gedacht? Oder? Wir können die Klappe natürlich ein bisschen anstellen. Ja. Das sieht man jetzt, die wird gerade aufgemacht. Dann könnten wir auch das Fenster aufmachen auf Ja. der Beifahrerseite. Okay. Und ansonsten ist die Klappe die Belüftung. Wir können natürlich auch hier oben noch mal was einbauen, wenn das der Kunde wünscht. Ja, oder jetzt ein Ventilator, irgendwas, das wäre kein Genau. Thema. Das wär kein können wir Thema. machen. Weil wir haben jetzt auch die Möglichkeit aus der Küche, das ist quasi hier, die kleine Toilette, die wir drüben gesehen haben im Pickup, Ja. die können wir hier hinstellen. Das heißt, wir können sogar die Toilette benutzen. So, wir werden jetzt mal eins machen. Du kommst mal bitte raus. Genau. Denn ich habe da unten gesehen, da gibt es nämlich eine Mechanik, die muss man nicht benutzen, aber man kann sie benutzen. Und das Besondere dabei ist, was das damit auf sich hat, das wirst du uns gleich mal kurz erklären. Ganz kurz einen Augenblick. Denn wir werden ihn gleich mal aufmachen. Und, aber hier das Interesse auf der Messe ist ja der Hammer, oder? Der ist riesig, ja. Warte mal, das ist jetzt ein elektrisches... Ein elektrisches Hubfahrwerk. Ja. Das heißt, wir sind jetzt in dem mittleren Modus. Man kann in den Straßenmodus fahren. Und damit versuche ich halt den unterschiedlichen Einsatzzweck zu entsprechen. Also einmal Straße tief, Offroad hoch. Ach, der geht noch höher. Und jetzt sehe ich schon, ja, er geht noch höher. Also er fährt um 20 cm hoch. 20? 20 cm. Einzelradaufhängung. Genau. Echt? Wir haben den getestet mit 1,8 Tonnen und sind über den Feldweg gebrettert. Nee. Der ist auch geländegängig. Das ist ein Offroad-Anhänger.
Und damit, da ich die Einzelradaufhängung und auch elektrisch verstellbar, kann ich ihn ausnivellieren, bevor ich dann die Stützen final ablasse. Das heißt, du hast die Möglichkeit, den Gerade hinzustellen. gerade hinzustellen. Dafür ist das da. Du musst das Ding ja beim Ich habe gedacht, das wäre fürs Ausklappen elektrisch. Nee, das ist auch wieder per Hand. Genau, per Hand. Wenn du mir das mal gerade zeigst. So, jetzt wird es nämlich Magic. Bitte einmal. So. Das war's. Magic Box. Applaus, Applaus, Applaus. Und jetzt hast du eine Dusche. Die Dusche ist jetzt ist sie quasi noch unausgeklappt. Wir sehen sie hier schon. Also ich kann wieder hier mein Wasser einstellen. Diesmal habe ich auch Warmwasser an Bord, weil ich eine große Truma mit Boiler habe. Ja. Habe hier meinen Schlauch. Und in dem Moment, wo ich angekommen bin, entriegel ich hier und klappe quasi den Spülenschrank Ein Schwenkbad. einmal auf. So, Und dadurch- die Toilette wäre ja jetzt hier drin, die könnte ich wieder da unten hinstellen. Auf der linken Seite die Spüle und auf der rechten Seite die Kochmöglichkeit, die ich auch von draußen bedienen kann. Preis? Wir bewegen uns hier für 41.000 in der City-Variante, das heißt ohne höhenverstellbares Fahrwerk. Und Basispreis 65 für die Offroad-Variante, so wie wir sie sehen. Sag mal, das ist doch die Lösung für ganz, ganz viele Menschen, die vollkommen Understatement, oder? Ja, So, du fährst so ein Ding hinterher, kein Mensch weiß, was es ist. ich habe trotzdem eine richtig schöne Liegefläche. Allein wenn wir jetzt hier sehen, die Sitzhöhe über dem Bett. Und auch hier kann ich wieder meine Lounge entstehen lassen. Und hier habe ich sogar die Möglichkeit, die Rückenlehne einzustellen, wie ich das möchte. Tisch in die Mitte für 4 Personen. Warte, ich zeig mal gerade, die Blickachse ist vollkommen offen. Das ist ziemlich cool. Das heißt, du hast hier ein Raumgefühl, wie als wäre das Ding 15 Meter lang, oder? Genau, das war unsere Intention, dass wir ein großes Raumgefühl schaffen. Natürlich könnten wir sagen, okay, zum Beispiel hier machen wir einen vollen Schrank, der von allen Seiten zugänglich ist, aber dann ist das Raumgefühl nicht mehr so riesig. Shenandoah, wenn du mal gerade bitte nach ganz hinten gehst und mir mal sagst, wie die Couch ist. Denn auch die Küche kannst du sofort wieder zurückziehen, kannst sie von außen benutzen. Das ist ein Gaskochfeld hier. Genau, wieder das Ceran-Gaskochfeld, was wir auch im Pickup gesehen haben. Das heißt, die Flamme ist unter dem Gas. So, das Ganze hast du hier mit Aluprofilen versehen. Professionell, das ist ein Prototyp, muss man sagen. Der wird so oder so ähnlich gebaut. Genau. Gut. Wir sehen hier den Frischwassertank, 75 Liter. Und unter dem Kühlschrank haben wir 54 Liter Abwassertank. Da sehen wir quasi hier, wie das Wasser in den Tank geht und das ist die Entlüftung. So, das ist GFK außen. Das ist das gleiche Baumaterial, Wabe. Genau, aus Und wir haben Wabe. jetzt auf dem Material hier einen Extremisolator und auf dem die Wandbespannung, den Wandteppich und die Decke. Das heißt, die ganze Innenkabine ist isoliert und der Kunde kann sich hier in der Farbkombination was aussuchen. Ich bin total begeistert. Und das Coole ist, das Bett zurückzubauen. Ja? Das Bettzeug ist wo später? Das Bettzeug ist unterm Bett in unter diesem Bett. Fall. Okay. Genau, weil das ist eine Dreiteilung. Wenn ich das Bett aufziehe, dann ist die Klappe eben zugänglich. So haben wir es eben gesehen von außen. Du bist ein fleißiger Mensch, du hast 3 Kinder. Du weißt, was Kinder wollen. Die wollen so Höhlen haben und die wollen es geil haben, die wollen es gemütlich haben. Ist es gemütlich? Ja, total. Das freut uns. Ist total gemütlich. Das heißt, du könntest hier mit 2 Personen und einem kleinen Kind könntest du schlafen, oder? Ja. Das geht. So, jetzt bitte nochmal Bett zurück. Das ist phänomenal, denn du hast ja was dabei gedacht. Ja, sie geht mal gerade weg. Ist es gemütlich? Ich bin so glücklich. Es fühlt sich auch warm an, oder? Ja, total. Und dadurch, dass wir hier einen Stoff an der Wand und der Decke haben, ist auch der Schall extrem isoliert. Das halt nicht. reduziert. Ja. Ist relativ trocken. So, Bettumbau hat jetzt gerade eine Sekunde gedauert oder sowas. Und das Interessante ist, du hast hier so ein Seilchen. Wenn du mir das mal ganz langsam nochmal zeigst, da ziehst du nur dran. Genau, wir überwinden den Todpunkt von den hinteren 2 Platten. Und Ja. jetzt brauche ich nur noch drücken Das und kann war's. das Seil loslassen. Okay, verstanden. Und ich kann es natürlich auch sachte runterlassen, ohne Geräusch. Sag mal, Zuladung. Das Thema Fahrräder und Co. Würde man die noch reinkriegen, so Faltfahrräder? Man könnte die natürlich im Innenraum stauen Ja. oder auf dem Deichselkasten. Oder am Deichselkasten, Genau. so vorne. Zuladung, was hat der noch? Je nachdem, wie wir ihn als Gesamtgewicht absetzen, also wenn wir jetzt 1800 haben, hätten wir noch 700 Kilo. 700 Kilo. Krass. Gut. Kann man das Bett ausbauen, komplett?
theoretisch, wenn einer sagt, ich brauche ihn mal kurz als, ich sag mal, um ganz viele Sachen zu transportieren, Könnte man machen. würde gehen. Genau. Also mit etwas handwerklichem Geschick. Genau, dann sind das hinten die Scharniere, die müssen gelöst werden und dann ist das Lattenrost plus Matratze ausbauen. So, zeig mal hinten, das ist Stauraum. Genau, Wie funktioniert das? Achso, genau. Wir können das Bett ruhig mal einmal aufbauen, dann können wir Ja, näher bitte. ran. Genau, mach mal. So, er zieht einmal kurz. Ja, das geht so schnell, oder? Ja. Ich bin echt. Warte, ich komme jetzt mal, hier vorne ist eine Sitzbank. Das heißt, du kannst also mit mehreren Leuten auch hier sitzen. Genau. Das Jetzt ist fehlt noch der Tisch. eine Den kann man Rundsitzgruppe. aber auch sehr gut einfach mobil hier reinstellen. Dann kann man ihn hin und her schieben, wie man das möchte. Ist es hier unten leicht am Federn? Das ist kein Thema, oder? Das ist kein Thema. Nee. So, das ist mir nämlich eben aufgefallen. Der Da Boden, ist ja auch nochmal Isolierung. ja, im Boden. passt. Das ist sehr interessant gelöst. Das heißt, du hast dir viele Gedanken gemacht, das Ja, möglichst eigentlich- analog zu lösen, oder? Genau, ein wichtiger Teil ist natürlich die Sicherung des Mobiliars, wenn ich fahre. Und da kann man natürlich für jede einzelne Box einen Schnapper machen. Aber hier haben wir eine Stange mit Gummizügen. Ich muss die nur einmal in die Mitte ziehen, dann schnappt die nach hinten. Das gleiche auch für die linke Seite. Und dann mache ich das einmal, wenn ich am Campspot angekommen bin und habe sofort alles in Zugang. Man muss nur einmal ziehen und ist wieder verriegelt. Das Spannende ist natürlich, dass das Ding optional natürlich einsetzbar ist Offroad. Genau. Ihr seid natürlich eine Offroad-Firma, deswegen sollte es ja auch Offroad sein. Du hast dir mit dem Fahrwerk echt viele Gedanken gemacht und der Aufpreis von 20.000 €, muss man sagen, da sind auch Bauteile mit drin, die kosten auch viel Geld, oder? Die kosten viel Geld. Ja. Beispiel? Das Fahrwerk. Also allein die Motoren, um das zu verstellen. Ja, okay. Dann auch die Idee, da ist die Truma-Steuerung, CP+, was du drin Richtig, wir haben die kombinierte mit Luft und Boiler auf Gas. Das heißt, wir haben vorne im Deichselkasten jetzt 2 große 11 Kilogramm Gasbuddels. hast. Ja, die halten ja ewig. Halten Ja, ewig nicht, aber die halten zumindest. Wärme Winter, wenn ich ja mit dem Skiurlaub fahre, ist das einigermaßen gut, die Isolation? Genau, wir haben in der Basis haben wir eben diesen Wandteppich plus die Isolierung und den Flip, da das auch Dusche ist, haben wir nur das Wandpanel. Die Idee ist, wenn es wirklich kalt wird, hänge ich genau dort einen schönen Vorhang auf. Und dann habe ich diesen Innenraum, wo ich schlafe, der ist dann quasi nur noch ein Raum. Der Vorraum ist dann etwas kälter. So, du hast eine richtige Küche mit drin. Du hast ein Waschbecken, Kombi, Spülen plus Zähneputzen. Das ist, man braucht hier nur ein Waschbecken. Seite. Ja. Genau. Ich habe hier unten Stauraum Warte, das war ein bisschen schnell. Da unten ist nochmal richtig Stauraum. für zum Beispiel Töpfe. Wir haben hier eben dieses Fach für die kleine Toilette. So, wenn man runter geht, das ist ein ganz kleines bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist nämlich leicht Vom schräg. Schritt vorwärts, Ja, ne? genau, vom Schritt vorwärts. Genau, das liegt vom Böschungswinkel, die Kante. So. Dann haben wir hier das Fach für die kleine Trockentrenntoilette. Ah, okay. Die würde dann hier stehen, wenn man sie nicht braucht. Ansonsten stellt man sie nach unten. Genau, wenn du mal so nett bist, die mal gerade holst. Die hole ich gerne, ja. Weil das ist allein schon ein Hingucker, die kleine Trockentrenntoilette, die da ist. Die hat er wahrscheinlich auch selber entwickelt. Oder so. Bestimmt. Das ist ein Typ, wenn du mal gerade hier aufmachst. Ja. Was auch so oder so? Oh, so. So, jetzt ist sie hier drin. Die habt ihr selber gebaut? Nee, das ist eine Biotoy. Eine Bioton. Preis, was kostet die? Ungefähr. Roundabout 1200. 1200. Es gibt immer mehr Anbieter für Trockentrenntoiletten, unter anderem transportable. Und wenn du mal allen Leuten mal bitte ganz kurz erzählst, die jetzt den Flip 90 ganz cool fanden, aber nicht wissen, was eine Trockentrenntoilette ist. Ich nehme an, da ist nichts drin, oder? In der Toilette. Die ist in Gebrauch. Die ist in Gebrauch, Aber zeig die mal. riecht nur nach Wald. Die riecht nur nach Wald. Das ist die erste Üns, die wir filmen, die mal in Gebrauch ist, ja. Man sieht eigentlich nur das Klopapier. Und es riecht nach Wald. Es riecht nach Wald. So, wenn du mir mal kurz beschreibst, wie es funktioniert. Du setzt dich drauf, Vorne kommt das Flüssige, hinten das Feste. vorne Pipi, hinten Kaki. Und wenn ich gemacht habe, dann nehme ich die Kurbel Ja. und Kurbel hinten einmal unter. Denn das ist wichtig, dass es unter dem Kokosraspel liegt. Okay, das heißt, das fängt dann dadurch an zu trocknen, oder? Durch das Der Kokos. Kokosraspel entzieht ihm die Feuchtigkeit und dadurch riecht es nicht. Und das riecht wirklich nicht. Es riecht nichts. Und du hast da reingemacht schon mal. Das ist krass. Und wir haben die Toiletten werden auch mit einem Schlauch versehen, dass man da eben absaugen kann. Damit die Feuchtigkeit abtransportiert wird. So, das ist am Ende, Entsorgung ist Humus, oder wie? Biomüll. Biomüll. Gut. So, da vorne hast du jetzt Anhänger dran gemacht, die kleben. Das kann ich der Kunde selber hinkleben, wie er will. Ich habe auch gesehen, es gibt so Schraubdinger mittlerweile zum drüben Kleben. auch genietet. Habt ihr genietet? Okay. Zur Küche haben wir hier zum Beispiel diese Filzbox nochmal zum Rausnehmen im Normalbetrieb. Ja. Und wenn wir jetzt die Zähne putzen wollen, dann klappen wir das hier auf. Nee. Haben dann für die
auch entsprechend gelockt. Zahnputzbecher, Ja. dann hier Platz, hier kommt ein schöner Spiegel noch hin. Und das ist eine Box, die man dann nicht sieht, wenn es Zug ist. So, du hast das Ding selbst entwickelt. Das ist entwickelt, genau. Ist entwickelt. Hier vorne sind so ganz leichte Öffnungen noch. Das bleibt so? Das bleibt natürlich nicht so. Okay, das wird später. Also Wir haben jetzt hier auch die Schnappen noch nicht an. Aber es ist der Prototyp. ja, ist schon klar. Aber ich sag mal, wenn Leute das jetzt sehen und sagen, war nicht gut gemacht, das ist ein Prototyp. Genau. Das wird wintertauglich. Das wird wintertauglich. Es wird zugemacht. Ich kann hier drin duschen. Du sagst, es ist die größte Dusche an einem Wohnwagen überhaupt, denn der ganze Bereich hier ist wasserdicht. Da darf es nass werden. Das Ding wird zurückgeschoben. So, davon die Steckdose kommt wahrscheinlich noch ein Vorhang vor oder sowas. Der Vorhang, genau, der kommt hier vor. Oder aber was wir planen, ist halt hier ein Rollo, circa 80 lang. Das ziehe ich nur hier runter, wie man das von zu Hause könnte. Eine Dusche ist offen, Okay. da spritzt da nichts hin. So, wenn das Wasser drin ist, wie geht's raus? Das Wasser geht hier raus. Wir haben hier die Verschlüsse von der anderen Seite. Auf beiden Drehen wir Seiten. dann auf und dann entweder eine kleine Schale oder bei umweltfreundlichem Duschgel direkt in die Natur. So, jetzt bitte einmal nochmal zusammenbauen. Bitte noch einmal klappen, weil das Daran ist... kann man sich nicht satt sehen. Ja, weil es war eben so schnell und es geht auch so schnell, muss man sagen. So, das ist die Trockentrenntoilette. Kurbel kommt weg. Sag mal, da ist ja Gehirnschmalz drin, oder? Richtig viel. Das muss man am Computer austüfteln und alles drehen und klappen, damit es nachher passt. Ach so, ihr habt da nicht Prototypen erstmal gebaut oder irgendwas. Nee, Ihr habt das komplett am Rechner entwickelt. Aber dafür, also dann hätten wir länger gebraucht. Ja. Ungefähr die Entwicklungszeit ein Jahr? Ja. Ein Jahr. Ein Jahr Wobei wir intensiv. sind ja bald dabei noch. Also die Okay. Serie startet jetzt. Startet jetzt. Wenn ich das jetzt haben möchte, muss ich warten bis 2028? Oder? Nee, nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Das heißt also jetzt am besten bestellen. Die Farbe ist wählbar oder muss es Die grün ist sein? auf jeden Fall wählbar. Okay. Es geht auch schwarz? Es geht auf schwarz. So. Das ist ja oft nicht möglich. Ich kann ihn folieren außen. Ist das Auch möglich? folieren. Folieren geht auch. Gut, sehr schön. Ich zeige mal gerade, hier vorne sind noch Preise drauf. Das ist mal City-Variante leer. Gibt es also auch. Und natürlich ausgebaut. Und der Pickup. Alle Preise habt ihr nochmal zum Gucken. Und der Christopher, er geht noch mal einmal kurz ums Auto rum. Cool ist ja alle Fenster zu. Das finde ich ja auch genial. Du siehst kein Fenster mehr. Die Fenster übrigens aus Echtglas. Ist echt undercover, wie du gesagt hast. Es ist undercover, So total. undercover. So, er klappt zu. Das war's. Und jetzt sieht es aus wie, ja, irgendwas. Ein kleiner Werkzeuganhänger zum Beispiel. So, das heißt auch hier natürlich, die entsprechenden Winkel sind offroad-tauglich jetzt schon. Ja, wir haben immer die Plattenmaterial in der Fläche und die ganzen Winkel sind aus Alu geschweißt. So, icc-offroad.de, der Christopher, der hat, was hast du gelernt nochmal? Ich bin Schiffbauingenieur. Schiffbauingenieur. Deswegen kennt sich auch mit GFK aus, oder? Das kommt daher. Das kommt daher. Das heißt, das Material lässt sich unglaublich gut reparieren. Das ist ja auch noch ein Ja, und es Riesenvorteil. ist unglaublich leicht und stabil. Ja. Und es ist sogar noch ein bisschen umweltfreundlich, oder? Geht so. Geht so. Ja. Es ist Glasfaser, verstärkter Kunststoff. Der wird In der Deckschicht? Ja. Genau, und innen ist eine Wabe, okay. Und die Wabe ist aus welchem Material? Polypropylen. Okay, das heißt, wenn es feucht werden soll, passiert gar Da nichts. passiert nichts. Okay. Das prima. ist verrottungssicher. Christopher, ihr seid im Norden der Bundesrepublik Deutschland, Schleswig-Holstein. Da ist es kalt und uselig. Du bist aber aus Hamburg. Ich bin aus Hamburg. So, was hat dich denn dazu bewogen, mit deinen Kenntnissen, die du hast, hättest du ja überall hingehen können? Ja, warum gerade hierhin? Dieses Feld ist unglaublich spannend Ja. und es ist noch ganz viel zu entdecken. So, die Leute, die das gesehen haben, die können ja erstmal gar nicht einordnen, was das ist. So, die stehen hier vor und dadurch, dass es ja nicht zusammen, dann schauen die auf die Fotos. Ich habe eben gesehen, wo eine Frau sagt, hier guck mal, hier kannst du zusammenklappen. Und der Mann so, nö, kannst du nicht zusammenklappen. Doch, guck hier auf den Fotos. Jeder rätselt erstmal, genau. Aber das ist wieso das geht. das ist das Neue und das ist das Ungewohnte. Ja. Und in 3 Jahren kennt das jeder und dann sagt, ach ja, der Flip 90. Das Problem ist immer, dass Leute dann sagen, ja, für das Geld kriege ich einen richtigen. Aber dann haben sie keinen Flip. Ein richtiger, genau, aber der ist größer. Also das ist ja der Clou. In diesem Basis kann ich nicht stehen. Und das ganz bewusst, dass ich gesagt habe, da muss ich nicht stehen, da liege ich nur, da sitze ich. Ja. Aber die Stehfläche, die habe ich, wenn ich im Campbetrieb bin. Also was ich unterschreibe, ist echte 2, 3, 4 Minuten Umbauzeit. Das ist genial. Denn die Leute hassen nichts mehr wie, ich kenne das nur aus Holland, da gibt es so Anhänger, wo du den Zelt erstmal aufbauen musst. Das war ein kleiner Anhänger, kannst auch Fahrräder drauf machen und so, brauchst aber selbst als geübter Mann so eine halbe Stunde. Wenn Wind ist, steht er gut. Der steht gut und hat keinen Stoff. Ja. Wir sehen es ja, alles ist fest. So, das ist Wir übrigens... standen ja jetzt am Sturmtag hier auf der Allrad. Ja. Hatten wir am Donnerstag ordentlich. Da war richtig Sturm, Selbst mit dem Zelt, das hat ein bisschen gewackelt. Aber es ist sehr angenehm drin, weil ich halt eine feste Wand habe. Sogar in dem Bereich, wo ich stehe. Sag mal, für euch Nordlichter war das Sturm?
Das war richtig Sturm, ja. war richtig Sturm. Das hat hier, die Zelte sind abgehoben. So, und das ist der Wohnwagen, haben wir ein eigenes Video zu gemacht. Flip 90 heißt er. Und der heißt auch Flip 90. Das ist der Flip 90 Anhänger und Flip 90 Pickup. Okay, Flip 90 Anhänger. So, du hast eine Webseite programmiert, flip90.de, da ist sie und da findet ihr alles drauf und ja, Farben und so weiter. Kann man euch besuchen, um mal zu sehen, wie sowas gebaut wird? Nach Terminabsprache in Borgstedt. Anrufen. Anrufen, das ist direkt hinterm Kanal. So, und wir zeigen noch einmal Flip it over. Flip it over. Genau, wenn du es nochmal zeigst. You just flip it over. So, und hier haben wir nochmal die Hydraulik oder beziehungsweise die Elektrik, die hier drin ist, von Bielstein. Ihr habt unglaublich gerne mit Bielstein zu tun, oder? Richtig. Aus der Eifel sind die? Bitte? Eifel. Aus der Eifel, ja. Ja, aus der Eifel. Genau. Du bist ja auch aus der Eifel. Ja, genau. Sehr gut. Da ist es. Vielen Dank fürs Zuschauen auf der Abenteuer Allrad 2021. Tschüss.